Der grosse Vorteil der Schafwolle ist, wie viele natürliche Baustoffe, dass sie eben die Kreislauffähigkeit wirklich auch funktioniert. Oder? Also man hat ein Schaf, dem wachsen Haare, die werden geschnitten, die werden gewaschen, die werden zu einer Dämmung verarbeitet. Ich kann die einbauen, ich kann die wieder rausnehmen, ich kann sie an einem anderen Ort wieder einsetzen und am Ende des Tages tut sie verrotten. Oder? Also es ist wirklich absolut zu 100% kreislauffähig. Einer, der kein Geld hat, ist der Hochpreis ein Nachteil. Oder? Weil heute will man ja nichts mehr zahlen für das Produkt. Oder? Du wirst am liebsten, wenn du das Zeug auf Demo kaufen, gratis geliefert und der, der es einbaut, dann geht mit. Oder? Also die Angst einfach vor dem Unbekannten auch, die ist sehr groß. Und wenn die Leute das verstehen, dann verwenden sie das ja auch. Alles, was ich nicht verstehe, das verwende ich nicht oder das tue ich auch nicht. Für mich ist die Bedeutung schon in den jungen Jahren gekommen. Das heisst, mit irgendwie 16 habe ich das erste Schaf selber gekauft. Meine Eltern hatten schon immer Schafe, waren an einer Genossenschaft oder Zuchtorganisation angeschlossen. Und heute ist ein Schaf für mich nicht mehr wegzudenken. Die Alp ist schon, wenn wir dort oben, wir haben das Glück, wir haben eine kleine Hütte, wir können auch zwischendurch dort oben übernachten. Und wenn wir so am Morgen, sagen wirklich in den frühen Stunden, wenn die Natur erwacht und dort oben darf man sagen, das ist schon Totenstille, dann siehst du, wie dich die Tiere einfach, das sind schier Augenwassermomente, einfach, was uns die Natur bieten kann. Schafwolle ist ein nachwachsender Rohstoff. Also ist etwas, das es einfach alle Jahre gibt in der Schweiz, etwa 700, 800 Tonnen. Also ich habe ein relativ klare Sammelgebiete, mit denen mache ich Verträge, die wir auf 3 oder 5 Jahre haben. Das hat für mich etwas mit Vertrauen zu tun, wenn du mit den Leuten umgehst, die du im Prozess drin hast. Da würde ich sagen, der Mitbewerber auf Swisswool hat gesagt, wir keine mehr sammeln. Bei uns haben doch ein paar angerufen, ja, sind wir auch betroffen. Wir haben auch zwar einen anderen Abnehmer und wir haben die Wolle immer zum gleichen Preis dürfen annehmen. Und das haben sehr, sehr viel geschehen. Also in den Köpfen ist schon die Wertschätzung von dieser Wolle. Das wäre schon rum. Aus meiner Sicht ist der Kontakt zu den natürlichen Materialien verloren gegangen in dem Moment, wo die synthetischen Stoffe auf den Markt gekommen sind. Und in der Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, bin ich der Auffassung, dass wir wirklich wieder zurück zum kreislauffähigen Bauen kommen sollen. Seit meinem Studium an der ETH Zürich, das ich im 87 abgeschlossen habe, habe ich mich immer mit natürlichen Materialien auseinandergesetzt. Das heisst, ich habe jetzt doch eine ziemliche Zeitspanne von der Entwicklung dieser Baustoffe miterlebt. Wenn ich vergleiche das Thema von der Holzfaserdämmung, wo heute eigentlich absoluter Stand der Dinge ist, wo glaube auch die breite Masse der Planer erkannt hat, dass man mit dem Material arbeiten kann, glaube ich, steht der Schafwolle nochmal so einen Entwicklungsschritt bevor, oder, wo mehr Professionalität, mehr konkretes, gutes Marketing fehlt, um wirklich in die Breite zu kommen. Dass das Material bekannter wird, ist sicher eine grosse Verantwortung bei den Architekten. Das heisst, dass eigentlich bereits in der Ausbildung der Architekten müsste darauf hingewiesen werden, dass es das Material gibt. Ich habe Dämmstoff Schafwolle vom Birkenstock-Image, vom grünen Fundi, in die Industrie überführt.
Oder du siehst zum Beispiel hier, wenn du unsere Etikette anschaust, oder wenn du die Etikette vor 20 Jahren anschaust, oder vor 15 Jahren anschaust, dann hast du mit einem Filzstift draufgeschrieben, welche Dicke das es hat. Und da müssen wir dran arbeiten. Ich glaube, letztlich zum Bauherren überzeugen von dem Material ist die Glaubwürdigkeit von mir als Architekt sicher gefragt. Oder wo ich kann sagen, schaut, das haben wir da und dort schon eingesetzt. Das wäre jetzt der ideale Ort, um die Schafwolle einzusetzen. Es braucht fundiert zu informieren, was das Material kann und was es eben nicht kann. Oder? Die petrochemischen Materialien eigentlich in den wenigsten Fällen irgendeinen Beitrag leisten, also eine Doppelfunktion haben, oder? Also die dämmen zwar gut, oder? Aber sie erfüllen sonst keine andere Funktion. Und das ist bei allen natürlichen Materialien so, dass die eben manchmal 2 oder 3 Funktionen erfüllen. Die Schafwolle hat verschiedene Qualitäten, die das Raumklima beeinflussen können. Das ist der Feuchteausgleich, die Geruchsneutralisierung, die absolut funktioniert. Wir haben es auch schon in Schulhäusern an Decken eingesetzt, um Formaldehyd zu binden, die häufig mit irgendwelchen Holzmöbeln, Spannplattenmöbeln hineingeschleicht wird. Nachteile der Schafwolle sind vielleicht die, dass ich als Planer ein bisschen genauer mir überlegen muss, wo ich das Material wirklich einsetzen soll. Für den Bewohner sehe ich eigentlich nur Vorteile. Es ist immer die Frage, wie ich einen Nachteil beurteilen will. Momentan ist die Leimfaser, die stört mich persönlich selber auch noch. Von dem her gesehen bin ich nicht 100% kreislauffähig heute, aber wir sind an Faser dran, die etwas zu 97% biologisch abbaubar ist, die Leimfaser. Du musst dir aber auch ein bisschen zur Entlastung sagen, wenn du das Produkt ausbaust und jemand einen Umbau hat, dann kannst du uns das Produkt wieder zurückgeben. Wir tun es wieder häckseln und es nachher neu wieder einfügen. Das kannst du 4-mal machen. Oder? Und wenn ich jetzt 4-mal die 60 Jahre schaue, dann haben wir eigentlich eine Lebensdauer von 240 Jahren von diesem Produkt. Sonst rein von der Leistungsfähigkeit her bin ich gleich. Wärmeleitfähigkeit ist heute gleich wie mit einem handelsüblichen Glas- oder Steinwollenprodukt. Also hast du hier keinen Nachteil. Dann kommst du halt relativ schnell zu den Vorteilen. Ein Steinwolle tut keine Feuchtigkeit absorbieren, baut keine Formaldehyd ab. Oder? Dann bin ich der schnell redet. Reden wir mal von den Vorteilen gegenüber von den Nachteilen. Oder? Aber was ich jetzt eben auch schon herausgefunden habe, dass die Hersteller da auch sehr intensiv am Forschen sind. Und es gibt mittlerweile Mordenschutzmittel, die sind zumindest in der Einstufung nicht so gesundheitsgefährdend wie halt die anderen. Ein Unternehmen, die eben auch sehr viel geforscht haben, die haben da mit Plasma gearbeitet. Also die haben einen physikalischen Vorgang dafür angewendet. Das heißt, dass die Oberflächenstruktur von den Fasern, die wird verändert und dadurch werden diese Eiweißmoleküle irgendwie so modifiziert, dass es die Insekten nicht mehr erkennen. Und das finde ich natürlich ganz ideal, weil das dann wirklich definitiv biozidfrei ist. Echt kreislauffähige Materialien haben in der Baubranche darum eine grosse Chance, weil sie einen kleinen Footprint haben. Oder? Also sie bringen eine kleine CO2-Belastung mit sich und haben durch das schon mal den grossen Vorteil, dass ich in diesen Bilanzierungen, die immer mehr eigentlich Teil von der Planungsarbeit sind, tief halten kann. Und dass ich wirklich nach einer Generation oder 2 Generationen das Material wieder nehmen und an einem anderen Ort einsetzen kann. Das ist die Herausforderung für die Planungsbranche, dass wir lernen, wenn wir heute neu bauen, dass wir kreislauffähiges Denken bereits einplanen. Ich glaube, ein anderer wichtiger Aspekt der Schafwolle ist, dass wir in der Schweiz einen sehr wertvollen Rohstoff haben mit der Schafwolle und das Potenzial für die Nutzung der Schafwolle eigentlich sehr gross wäre. Und
es ist einfach für mich nicht nachvollziehbar, dass wir ein Material, wo wir quasi im Überfluss zur Verfügung haben, sinnlos vernichtet wird, anstelle dass wir es nutzen können für einen sehr sinnvollen Einsatz in der Dämmung der Häuser. Ja. So, das ist halt das Jungtier, das ist halt noch nicht ganz so gewendet, und man das halt manchmal schnell raustragen. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir wirklich in der Schweiz unsere Wolle können, wenn jeder, der mitmacht oder jeder Bauer mobilisieren, die abzuliefern, dass wir das Produkt ausmachen und dass wir einen Wollpreis hätten, sagen, dass wir den Scheren zahlen können, was das Schaf kostet zum Scheren, und der Erzeugnis von der Wolle, dass es eigentlich kostendeckend wäre. Wenn es nur schon kostendeckend wäre, das wäre für uns, ja, das wäre echt schön. Ja, der, denke ich, hat auch die Wolle einen guten Absatz vom Landwirt. Wie sagt er, das lohnt sich jetzt zusammen. Oder? Ja, das ist so der Abschluss von dem Ganzen.